Nach 3 Monaten Dauerstress, diversen Verzögerungen und einer zwischenzeitlichen Erkältung, wie man unschwer an meiner noch nicht gänzlich zurückgekehrten Stimme erkennen kann, ist es nun endlich geschafft. Die Faltquan-Halle öffnet ihre Tore für die Öffentlichkeit und ich kann als offizieller Zeltanhängerhändler für die Deutschschweiz den regulären Betrieb aufnehmen. Höchste Zeit also, in diesem Video die letzten 3 großen Fragen wo, was und wann ein für alle Mal zu klären. Also legen wir am besten gleich los mit der wohl wichtigsten Frage, wo genau? Aufmerksame Zuschauer konnten sich aufgrund der bewusst gestreuten Hinweise in den schon veröffentlichten Videos von diesem Jahr bereits zusammenreimen, dass die Faltquan-Halle in Spreitenbach und somit unmittelbar an der Grenze zwischen den beiden Schweizer Kantonen Aargau und Zürich steht. Ein Ort, der vielen wegen des Shoppy-Tivoli-Einkaufscenters ein Begriff ist. Die Halle steht sogar direkt an der längsten Autobahn der Schweiz, nämlich der Ost-West-Achse, besser bekannt als A1, und ist damit in 20 bis maximal 60 Minuten von allen größeren Städten wie Aarau, Basel, Luzern, St. Gallen und Zürich aus mit dem Auto erreichbar, wobei eine direkt neben der Halle liegende Bushaltestelle auch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglicht. Sobald man die orange Chipsfabrik von Zweifel erblickt, kann man sich sicher sein, demnächst einzutreffen. Denn direkt nach der ersten Kreiselausfahrt erscheint rechts eine Säule mit der tatsächlichen Adresse Limmatstraße 2, auf dem das Falthaus-Logo prangert. Auf dem Areal des sogenannten Gewerbeparks Herdli fährt man dann einfach stur geradeaus, um sich einen der insgesamt 7 Besucherparkplätze auszusuchen, wovon einer sogar das Laden eines Elektroautos ermöglicht. Allerdings ist dieser eine Parkplatz auch entsprechend begehrt. Ab da geht es nun zu Fuß weiter um das Gebäude herum, einfach immer der orangen Beschilderung mit dem allseits bekannten Falthaus-Logo folgen. Wobei ich an dieser Stelle darauf hinweisen möchte, dass das erste provisorische Banner in den kommenden Wochen noch von der Verwaltung durch ein neues Schild ersetzt wird, auf dem dann noch weitere Logos prangern werden. Nicht, dass ihr euch dann wundert, weshalb es etwas weniger auffällig sein wird. Ums Eck erblickt man jedoch direkt das nächste Schild, welches einen auch bereits darauf hinweist, dass sich besagte Halle im Obergeschoss befindet. Nun einfach durch die Schiebetüren eintreten und direkt die Treppe hoch, bis euch die Tür mit dem letzten Falthaus-Logo anlacht. In der Faltquan-Halle selbst stehen aktuell bereits die beiden komplett aufgebauten Camplet-Modelle Passion und Earth sowie ein noch zusammengeklappter Camplet North, mit dem man gleich selber einmal ausprobieren kann, wie einfach und schnell sich so ein Zeltanhänger aufbauen lässt. Damit ist allerdings noch nicht einmal die Hälfte der Halle gefüllt, weshalb sich bald weitere Zeltanhänger von anderen Marken dazugesellen werden. Welche Modelle das sein werden, erfahrt ihr dann zu gegebener Zeit noch in einem separaten Ankündigungsvideo. Also unbedingt den Kanal abonnieren, falls du dies nicht schon längst getan hast. Alle aufgebauten Faltquan-Modelle sind bereits mit dem passenden Campingzubehör ausgestattet, damit man sich ein besseres Bild davon machen kann, wie es sich am Ende tatsächlich in so einem faltbaren Ferienhaus leben und schlafen lässt. Wenig überraschend erinnert die Ausrüstung des Camplet Passion natürlich stark an diejenige, welche man schon von mir und meiner Familie auf dem Campingplatz kennt, inklusive Klimaanlage, Heizung, Hängeschränken, Beleuchtung und Deckenventilatoren. Der Großteil des ausgestellten Campingzubehörs lässt sich übrigens auch bereits über mich bestellen, wobei sich in der Halle auch einige Experimente für unser kommendes Faltquan-Setup verstecken, welche, sofern sie sich bewähren, nicht nur in unser Camping-Setup, sondern auch mein Zubehörsortiment wandern dürften. Apropos Zubehör. Bei mir wird es künftig auch einige exklusive Zubehöroptionen passend für alle Camplet-Modelle geben. Und für diejenigen, welche bereits mit dem Gedanken spielen, sich einen neuen Zeltanhänger zuzulegen, möchte ich auch noch anmerken, dass es bei mir bis und mit April ein spezielles Eröffnungsangebot gibt. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. Damit hätten wir das Wo und Was abgehakt, bleibt also nur noch das Wann übrig. Ab sofort ist die Faltquan-Halle in der Regel von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr geöffnet. Trotz dieser allgemeinen Öffnungszeiten kommen jedoch ab und zu private und geschäftliche Termine sowie Videodrehs und Auslandaufenthalte dazwischen. Da ich auch noch nicht mehrere Besucher gleichzeitig beraten kann, habe ich mich deshalb für einen dynamischen Terminkalender entschieden, welche direkt Zeitslots blockiert, in denen ich bereits Kunden betreue, einen Zeltanhänger für die Übergabe vorbereite oder Videos drehe. Entsprechende Termine können direkt auf der Webseite unter dem neuen Menüpunkt Händler oder der einfach zu merkenden URL falt.haus/Termin gefunden und gebucht werden.
Man darf mich aber auch jederzeit gerne per E-Mail, Telefon oder WhatsApp kontaktieren, um einen Termin außerhalb der Öffnungszeiten auszumachen, zum Beispiel sonntags oder nach dem Feierabend. Und an alle Mamas und Papas da draußen, welche sich gerade ausmalen, wie sie ihre Kinder bei einer 1- bis 2-stündigen Zeltanhängerberatung beschäftigen sollen, keine Panik. Als Vater von 2 Kindern habe ich natürlich auch daran gedacht. So können die Kleinen ihr eigenes Wunschfalthaus zeichnen oder mit Klemmbausteinen spielen, während es sich die größeren Kinder in der Hängematte oder den diversen Campingliegen gemütlich machen können. Falls du dir übrigens all die vielen Informationen auf einmal nicht merken konntest, auch kein Problem. Denn unter dem Menüpunkt Händler auf Falt.haus findest du nochmals sämtliche Infos von den bereits ausgestellten Zeltanhängermodellen über Öffnungszeiten und Terminbuchung bis hin zum übersichtlichen Anfahrtsplan und natürlich der Adresse fürs Navi oder die SBB-App. Mit mir respektive Falthaus gibt es also ab sofort wieder einen offiziellen Faltkabanhändler in der Deutschschweiz, wobei ich persönlich an dem Punkt ansetzen möchte, an welchem mein verstorbener Vorgänger im Jahr 2017 aufgehört hat. Der damalige Händler für die Deutschschweiz war wie ich ein leidenschaftlicher Zeltanhängercamper und anstatt den Leuten Sachen aufzuschwatzen, versuchte er einem sogar unnötiges Zubehör auszureden. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als es bei unserem damals allerersten Camplet-Faltkarawan unter anderem um die Aluminiumfelgen ging, welche dazumal nämlich noch eine kostenpflichtige Option waren und nicht wie heute zur Serienausstattung zählen. Mehrfach hat er versucht, mich davon zu überzeugen, dass diese Option komplett unnötig ist, da man die Felgen weder bei der Fahrt noch im aufgebauten Zustand wirklich sehen kann. Am Ende habe ich mich damals zwar durchgesetzt, allerdings muss ich gestehen, dass er recht hatte und ich mir das Geld getrost hätte sparen können. Und genauso offen und ehrlich möchte ich ebenfalls meine Kunden betreuen. Schließlich weiß auch ich mittlerweile ganz genau, welches Zubehör Sinn macht, wo bei den verschiedenen Modellen die Stärken, aber auch Schwächen liegen und in welchen Bereichen es bessere Zubehöroptionen von Drittanbietern gibt. Ich freue mich schon jetzt darauf, den ein oder anderen von euch in den kommenden Tagen und Wochen hier in der Faltkanalhalle in Speitenbach persönlich kennenzulernen. Ein richtiges Eröffnungsfest holen wir dann auch noch nach, sobald die letzten Arbeiten in der Halle abgeschlossen und der Indoor-Campingplatz mit weiteren Zeltanhängern gefüllt ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video oder Besuch und weiterhin frohes Campen.